Hallo ihr Lieben, heute machen wir einen fluffigen Biskuitboden ohne Öl und ohne Speisestärke. Wir brauchen 3 Zimmer warme Eier, eine Prise Salz, 120 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 130 Gramm Mehl, 1 Esslöffel 7 Gramm Backpulver und 3 Esslöffel heißes Wasser. Backofen gleich auf 170 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Ich gebe die Eier und das Salz in eine Rührschüssel und rühre dies dann ca. 1 Minute auf höchster Stufe schaumig. Wir freuen uns über ein Abo. Jetzt kommt das heiße Wasser und der Zucker dazu. Da wir die Eier nicht trennen, müsst ihr das auf höchster Stufe schlagen. So sieht es nach 5 Minuten aus und nochmal 5 Minuten später müsste es fast weiß und schaumig sein. Dieser Vorgang kann ungefähr 10 bis 15 Minuten dauern. Ich mische das Backpulver mit dem Mehl. Nun siebe ich die trockenen Zutaten in meine Eiermasse. Hier ist es wichtig, nicht an den Schüsselrand zu kommen, denn wir wollen keine Luftbläschen in der Masse verlieren. Mit viel Liebe und einem Teigschaber rühre ich den Teig jetzt langsam um, bis ich kein Mehl mehr sehe. Jetzt kommt der Teig in meine Springform, die am Boden mit Backpapier ausgelegt ist. Die Seiten darf man hierbei nicht einfetten. Ab in den Ofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30 bis 35 Minuten. Den Biskuit lasse ich 10 Minuten in der Form auskühlen und schneide dann vorsichtig mit einem Messer am Rand entlang. Nun lässt er sich leicht rausnehmen und auf ein Abkühlgitter stürzen. Um ihn leichter schneiden zu können, packe ich ihn in eine Frischhaltebox und stelle ihn über Nacht in den Kühlschrank. Nun löse ich langsam das Backpapier vom Boden. Geschnitten habe ich ihn mit Hilfe eines Tortenbodenschneiders und Tortenretters. Das ist oben, Mitte, unten. Der untere ist schön gerade und der obere hat eine ganz leichte Unebenheit. Deshalb tausche ich bei der Torte die Böden, nehme Boden als oben und Deckel in die Mitte. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abo. Bis zum nächsten Video.